Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal etwas, was sich viele von euch gewünscht haben, nämlich ein The 7 Theme Tutorial. Für diejenigen, die überhaupt keine Ahnung jetzt haben, über was ich spreche oder was ist The 7 und überhaupt, das ist ein Bestseller-Theme für WordPress, das CMS-System, sprich eben eine Webvorlage, mit der ihr eure Webseite anpassen könnt. Was ist das Besondere an dem Ganzen? Ja, es wurde zigtausende Mal verkauft und hat auch einen Grund, nämlich es ist irrsinnig adaptierbar und anpassbar. Das heißt, man kann eigentlich fast jede Webseite umbauen, beziehungsweise jede Webseite bauen, die man möchte, und das mit den verschiedensten Funktionen und das relativ einfach mit den Theme Options auch, also sprich die Optionen, die euch die Entwickler offen lassen für die Anpassung eurer Webseite. Und genau das gehe ich heute mit euch durch, sprich das wird ein längeres Video, aber ich zeige euch genau, welche Optionen ihr habt, wie ihr das am besten anpasst, wie ich an sowas herangehe, wenn ich mit The 7 Theme etwas mache. Und ja, wie gesagt, haben sich viele gewünscht. Nach dem Intro werdet ihr mich dann im PC sehen und da werden wir alles genau durchgehen. Ja, jetzt befinden wir uns in meinem PC auf themeforest.net. Hier zeige ich euch jetzt nochmal kurz, bei den Bestseller-Themes auf der 4. Stelle ist auch schon The 7 Theme. Und ich zeige euch jetzt wirklich, weil das jetzt wirklich ein großes Tutorial wird, also ein Anfänger-Tutorial, was kostet der Theme, was wird runtergeladen und so weiter und so fort. Zuallererst der Hersteller Stream Theme. Hier habt ihr The 7 Theme, kostet derzeit $39, ja. Das war auch schon einmal teurer. $39 und ihr seht es hier The 7 Themes mit 6 Premium Plugins, das heißt, was kommt mit? Es kommt einmal Visual Composer, einmal Ultimate Add-ons für Visual Composer. Die Theme Options ist klar, das ist kein Plugin, einige Sachen und ihr bekommt auch noch den Slider Revolution dazu, beziehungsweise Layer Slider, Convert Plug, ja, und Go Pricing. So, damit ich euch auch erkläre, was das auch wirklich ist für Add-ons, ja, und was ihr da dazu bekommt, zeige ich euch das jetzt mal wirklich schnell. Visual Composer kennen viele von euch, ist ein Webseiten, Page Builder, habe ich auch eine Einführung damit schon mal gemacht, damit könnt ihr jede Webseite und WordPress eigentlich umbauen. Die Ultimate Add-ons für Visual Composer, ja, ist noch einmal zusätzlich zum Visual Composer sozusagen interne Möglichkeiten, Elemente zu setzen. Ja, ihr habt zum Beispiel hier Future and Elements, die sind alle nochmal dabei. Das heißt, ihr habt zum Beispiel, nehmen wir uns mal heraus, was habe ich da oft genommen? Dual Button. Einige von euch, die zum Beispiel meinen Online-Kurs kennen, den WP Crash Kurs, dort habe ich so einen Dual Button zum Beispiel benutzt, um nach vor und zurück zu klicken, ja, bei den Videos, weil den Visual Composer, weil den WP Crash Kurs habe ich zum Beispiel komplett mit The 7 Theme umgesetzt, ja. Genau, das sind zum Beispiel so einige Elemente. Ihr habt zum Beispiel auch eine schönere Google Maps, dort könnt ihr auch Styling reingeben, ja, ihr habt so Map-Möglichkeiten. Ihr habt hier eben die Möglichkeit, ein JSON-Styling zu machen, sprich, ihr könnt, habe ich euch auch schon beim Video gezeigt, einfach das anpassen. Das sind so Dinge, die habt ihr dabei, Stats-Counter in verschiedensten Formen, das heißt, ihr habt eigentlich Möglichkeiten ohne Ende. Ja, das sind sozusagen die Ultimate Add-ons, die ihr um $21 auch nochmal dazu bekommt, ja, und Convert Plug ist zum Beispiel, ja, wie soll ich sagen, Convert Plug bietet euch die Möglichkeiten, hier zum Beispiel Pop-ups zu machen oder andere Dinge, zum Beispiel einen Download für ein kostenloses E-Book machen oder sonstiges, das ist auch noch dabei. Slider Revolution brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Und Go Pricing ist auch zum Beispiel eine Sache, das zeige ich euch jetzt zum Beispiel bei mir. Ich habe Go Pricing auch auf einer anderen Installation, weil ich das davor schon mal gekauft habe. Zum Beispiel bei den Coachings habt ihr hier jetzt so Tables beziehungsweise halt Verkaufstabellen, ja, also Pricing Tables sozusagen, ja. Und die kommen auch noch mit dazu, ja. Das heißt, da könnt ihr schöne Pricing-Tabellen machen oder Preistabellen machen, ist auch nicht blöd, kann man immer verwenden. Ich weiß jetzt, da gibt es verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, da werde ich aber nicht drauf eingehen, aber ich möchte euch sagen, dass das dabei ist bei den $39. Genau, wenn ihr das jetzt gekauft habt, ich würde euch gleich empfehlen, nehmt euch, wenn ihr das für ein Projekt nehmt, Extend to 12 Months, das sind $50 und ihr habt ein Jahr Support und könnt ein Jahr ohne Probleme jetzt einmal anfangen, hier was aufzubauen. Ich habe mir jetzt hier eine leere Installation genommen, wie ihr seht, auf irgendeiner Domäne, die ich noch liegen hatte, und habe mir jetzt hier ThemeForest, habe ich mir das runtergeladen.
das ist das Theme, das kommt in dieser Form, das heißt, ihr habt hier einmal ein Child-Theme, ihr habt hier einmal das Theme, ihr habt die PSD-Dateien, solltet ihr zum Beispiel doch noch mehr entwickeln wollen, könntet ihr das auch noch einmal aufbauen mit einer PSD-Datei und das Ganze eben umwandeln im HTML, wobei ich glaube, das ist für die meisten jetzt nicht so der Sinn, aber genau, wichtig ist zum Beispiel jetzt auch noch der User Guide. Hier können wir uns den schon mal öffnen und da steht dann auch, wie man es installiert, beziehungsweise wie man es aktiviert, weil man muss den Purchase Code natürlich eintragen und das Theme registrieren. Das Ganze ist natürlich eine Seite pro Code, also pro Lizenz. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel 2 Seiten habt und nichtsdestotrotz auf beiden das 7-Theme installieren wollt, braucht ihr natürlich eine Lizenz pro Webseite. Ja, darauf muss man schon achten. Ich habe zum Beispiel auch 2 Lizenzen derzeit am Rennen. Werden wir schauen, welche noch frei ist von den beiden. Ich glaube, ich habe es nämlich nur einmal verwendet. Ja, damit wir das jetzt mal starten, müssen wir natürlich Themes hochladen. Dazu nehmen wir uns unseren Ordner und sagen Theme hochladen, wählen das Ganze aus oder ziehen das daher und sagen jetzt installieren. Da steht jetzt Child Theme Example. Es ist aber im Endeffekt ein Child Theme, das heißt, das könnt ihr ganz normal verwenden. Das Ganze wird natürlich auch installiert und ihr werdet es dann gleich sehen. Ihr könnt hier natürlich auch dann nachträglich noch diese ganzen Plugins und so weiter, die dazukommen, werden wir dann auch noch installieren. Das, was ihr auch benötigt, ist hier in dem Ganzen braucht ihr natürlich die Lizenz, damit wir das Ganze dann auch registrieren. Das habe ich mir jetzt hier runtergeladen. Das kann ich euch jetzt natürlich nicht zeigen, aber ich kann euch zeigen, wie ihr dorthin kommt, wo ihr hin müsst. Wir hätten das jetzt noch gar nicht installieren müssen, weil wir installieren gleich, wie ich euch das immer sage, gleich auch natürlich das Child Theme. So, Child Theme, zack. Das installieren wir auch gleich, weil dann könnten wir nachträglich natürlich noch irgendwann irgendwelche zusätzlichen Dinge hineinschreiben in das Child Theme, ohne dann beim Update. Und da kommen einige Updates, sage ich euch gleich, könnt ihr das dann ohne Probleme machen. So, jetzt habe ich hier natürlich den Purchase Code und werde mir jetzt hier den rausnehmen. Das werdet ihr jetzt hier nicht sehen. Ich werde jetzt hier sagen Register Theme. Jetzt werde ich sehen, ob ich das, jetzt seht ihr das jetzt es ist registered, das passt. Und jetzt gehe ich hier auf Plugins und hier wird mir jetzt gezeigt, was ich alles benötige. Das könntet ihr mal jetzt, generell könntet ihr mal alles installieren. Ihr seht auch, dass natürlich WooCommerce dabei ist. Und WooCommerce ist, wie ihr alle wisst, natürlich für einen Shop-Aufbau im Endeffekt. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel einen Affiliate-Store aufbauen, so wie ich das auch mal gemacht habe, mit diesem Theme, und ihr könnt euch hier die Main-Demo anschauen und dann können wir uns dort auch raussuchen, was wir benutzen wollen, beziehungsweise was wir importieren werden. Ich werde mit euch wahrscheinlich die Main-Demo mit hineinnehmen, damit ich euch das mal alles zeige. Weil wir werden jetzt keine Seite aufbauen oder so, das wäre jetzt zu lang, das würde das Video sprengen, sondern ich möchte euch die Optionen zeigen und dafür brauche ich Demo-Content, sonst kann ich euch dann nicht zeigen, was hier überall möglich ist. Jetzt haben wir das installiert und genau, das sind jetzt eben die mitgelieferten Elemente, also das 7 Elements und das 7 Go Pricing, Recent Tweets und Contact Form 7 ist noch zu erklären, Contact Form 7 Kontaktformular-Plugin, für diejenigen, die das nicht wissen sollten, eines der meist benutzten, habe ich auch schon einige Tutorials darüber gemacht. Der Rest im Endeffekt werden wir uns jetzt anschauen, ob da jetzt noch irgendwas nicht aktiviert ist. Ich aktiviere jetzt mal alles, auch obwohl ich euch nicht empfehlen würde, dann alles zu lassen. WooCommerce richte ich jetzt mal nicht ein. Konfiguration überspringen. Und jetzt schauen wir uns mal kurz nochmal an, das 7 Theme Plugins. Genau, nach der Installation, jetzt kann ich ja gleich Medias in Res sozusagen euch damit reinnehmen. Natürlich würde ich mal alles installieren. Warum installiere ich alle Plugins? Ganz einfach, weil die Plugins im Endeffekt benötige ich, wenn ich jetzt die Demo zum Beispiel importieren möchte, braucht der wahrscheinlich, ihr seht es hier, steht zum Beispiel, braucht der WooCommerce, das heißt, wenn ich den Bookstore jetzt importieren möchte, der würde dann zum Beispiel jetzt so ausschauen, bräuchte ich dazu natürlich ganz klar, bräuchte ich ganz einfach
WooCommerce und ich brauche The 7 Slider, wahrscheinlich The 7 Slider Revolution, und ich bräuchte andere Elemente, somit muss ich da alles importieren. Ja, um jetzt nicht großartig drüber zu reden, werden wir gleich, wie gesagt, etwas importieren, nämlich wir gehen auf Pre-Made Websites. Dort findet ihr nochmal alle Installationen. Hier würdet ihr auch sehen, Corporate und so weiter, ja, The 7 Business, The 7 News, 7 Store und so weiter und so fort. Ja. Wir werden jetzt einfach Main Demo, All Features, Import Theme Options. Ja. Die Theme Options findet ihr hier oben ja jetzt. Das sind die Theme Options. Ihr seht schon, dass das einiges ist. Ich werde es jetzt trotzdem importieren, denn ich möchte euch alle Möglichkeiten zeigen, die ihr mit der 7 Theme habt. Während das importiert, ihr findet den Link zu dem Theme unten. Wie gesagt, $39 ist wirklich gut. Ja, es ist jetzt so, wie gesagt, ist jetzt der 7 Theme besser als Impresa? Ist der 7 Theme besser als Enfold? Es haben alle für sich Eigenheiten, wo ich sage, die sind gut, die sind schlecht. Ja, manche sind besser, manche sind schlechter. Man kann nicht wirklich sagen, welches das Beste ist. Es sind alle sehr gute Themes. Und ich würde euch definitiv empfehlen, hier mal von jedem eine Lizenz zu kaufen und für euch es auszuprobieren. Ja? Man muss es ausprobieren, um es zu wissen. Ja? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wie ihr meinen Theme Forest Account kennt, teilweise aus dem einen oder anderen Videos, ich habe sicher um ein paar tausend Euros Lizenzen eingekauft und so weiter, damit ich einfach weiß, welches gut ist und welches nicht und welches kann ich für Kunden verwenden, welches kann ich nicht für Kunden verwenden, denn ich möchte den Kunden jetzt auch eine gute Webseite hinstellen, wenn ich weiß, dass das Grundtemplate, mit dem ich das Ganze aufbaue und dass ich komplett umbaue und mit Custom CMS da reingehe, möchte ich nicht, dass das dann irgendwo kracht oder bei einer Aktualisierung jedes Mal Probleme hat oder mit sich bringt. Das möchte ich einfach nicht. Deswegen kann ich euch auf jeden Fall das 7 Theme ohne schlechten Gewissen empfehlen. Bei $39 ist auch der Schaden, sage ich, überschaubar. Und wir werden jetzt gleich sehen, der importiert jetzt schon einiges. Da sind jetzt nur mehr die Attachments, glaube ich, übrig. Aber ich glaube, da wird schon einiges drinnen sein, wenn wir das aufrufen. Ja, da sehen wir schon den Preloader. Das ist zum Beispiel eine der Optionen. Ja, und da sehen wir schon, dass da einiges jetzt schon drinnen ist. Was er jetzt noch installiert, soweit ich das sehe, sind eben die Attachments, sprich in die Mediathek, die ganzen Bilder und so weiter. Ich werde jetzt gleich mit euch mir das anschauen. Ich werde das jetzt noch importieren lassen, einen Cut machen und dann werden wir weitermachen. Das importiert jetzt noch immer, aber ich möchte noch einiges mit euch durchgehen, nämlich wo sehe ich die Vorteile für das 7 Theme. Ich sehe die Vorteile von der 7 Theme zum Beispiel ganz stark in dem Portfolio. Ja, Portfolio, sprich ihr habt zum Beispiel, nehmen wir das jetzt, ihr wollt eine Agentur gründen und habt eben verschiedene Webdesign-Projekte, dann könnt ihr die zum Beispiel da einteilen in ich weiß nicht, Corporate Design und Produktdesign jetzt wie hier oder Web und Mobile und so weiter und habt dann hier auch wirklich eine schöne Möglichkeit, eure Projekte irgendwie darzustellen. Ja? Das ist immer bei einem Portfolio sehr wichtig. Das Portfolio wird auch selber behandelt, das heißt, wie ihr hier links schon seht, in der Installation habt ihr ein Portfoliofeld, ja, ihr habt ein Teamfeld, das heißt, ihr könnt auch zum Beispiel über Team, ihr könnt euer Team auch darstellen, ja, sprich, ihr seht auch, was hier los ist, beziehungsweise wenn ihr ein größeres Team habt, wie ihr das Team darstellen könnt. Da gibt es auch verschiedene Optionen, zum Beispiel Team 2, das wäre dann so in der Kachelform und Team 3 nochmal. Ihr habt eine Q&A-Möglichkeit, ja. Wenn es häufige Fragen gibt, die beantwortet werden sollen, könnt ihr die in der Form beantworten. Das könnt ihr aber natürlich auch in der Form hier beantworten, dass ihr sagt, okay, es ist mit einem Formular. Und ihr habt natürlich auch jede Menge Shortcodes, ja. Das beginnt über Charts und Möglichkeiten, da was darzustellen. Das ist auch für euer Portfolio zum Beispiel sehr cool. Und ihr habt natürlich Gallery. Das ist auch ein eigenes, das könnt ihr hier ein Fotoalbum anlegen. Habt ihr hier komplett eigene Möglichkeiten, zum Beispiel eine Galerie, wenn ihr, ich weiß nicht, Fotograf seid zum Beispiel, jetzt könnt ihr eine Galerie hier darstellen. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die einzustellen, also wirklich 100 verschiedene Möglichkeiten. Das ist alles so anpassbar, dass er die Bilder zum Beispiel so wie hier jetzt alle im gleichen Format nimmt, dass er es eben wie hier im Masonry, dass er sagt, okay, es sind halt wie Kacheln zusammengestellt, das ist auch cool. Ja,
Blog genauso, Blogliste. So, da haben wir jetzt, ihr seht es schon, da kann man sich spielen ohne Ende, das heißt, es ist sehr anpassbar, das finde ich das Geile an dem Ganzen. Das ist zum Beispiel, so könnte ein Blog ausschauen, aber genauso könnte es eine Liste sein, Classic. Das heißt untereinander und ihr habt mehrere Listen, aber habt auch oben die Möglichkeit, es eben einzustellen, ja, das müsst ihr nicht, aber könnt ihr, ja. Ihr könnt auch den Header-Bereich und so weiter, alles, das werden wir dann sehen. So, ich sehe jetzt gerade, es wurde schon installiert, ich habe jetzt hier ein PHP-Limit drinnen gehabt. Jo. Es ist auch völlig egal, also das werde ich jetzt so lassen. Wie wir jetzt sehen, wenn wir auf Termin klicken, werden wir hier jetzt schon eine volle Installation sehen. Genau. Es werden jetzt vielleicht nicht alle Bilder da sein, aber ist mir jetzt eigentlich auch egal. Und natürlich können wir jetzt gleich auf Seite bearbeiten gehen. Da oben ist zum Beispiel The 7th Theme Creative Cloud, ist nicht auffindbar, ist kein Problem. Wir haben hier jetzt den ganz normalen Page-Builder und hier unten findet ihr dann den Slider und den Slider könnte man auswählen, ja. Da ist jetzt zum Beispiel kein Slider drinnen, lustigerweise, weil der wahrscheinlich da nicht importiert wurde, aber ist auch egal. Das wäre jetzt dieser Wolkenslider und dann seht ihr hier unten geht es dann weiter, so wie bei unserer Webseite mit den anderen Dingen. Hier und hier unten seht ihr, nehmen wir das mal nebeneinander, da haben wir das 7th Theme und ihr seht das sind eigentlich die gleichen Pages, ja. Ja, also das ist jetzt, und das ist sozusagen der Demo-Import und jetzt kommen wir zu den Dingen, wo es interessant wird, nämlich wie kann man das Ganze anpassen. Ja? Wenn wir jetzt hier auf the Theme Options gehen, haben wir hier verschiedene Color Settings jetzt einmal, ja, die ihr aber danach natürlich noch einmal einstellen könnt. Das heißt, von Haus aus, das kann man jetzt so verstehen, gibt es, ihr seht es jetzt hier, eine gewisse Farbkombination. Das 7th Theme Default, seht ihr, ist dieses, ja, eben so wie jetzt hier bei den Symbolen, das zieht sich dann durch die ganze Webseite hier durch. Das zieht sich oben durch hier, hier bei dem Pricing, also beziehungsweise bei dem Produktwarenkorb, ja, das zieht sich durch den Blog, das zieht sich durch den Shop, durch die Pages, das ist überall ein Overlay. Das heißt, das ist überall diese Farbe hier, ja. Jetzt gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass ihr könnt sagen, Top Header soll brown sein, ja, oder machen wir mal irgendwas, was man sieht. Was sieht man da ganz krass? Magenta. Sieht man selten. Ja, jetzt werdet ihr gleich sehen, wie sich das Ganze verändert, nämlich ihr habt überall jetzt nicht nur natürlich dieses klassische, es ändern sich jetzt nur die Farben, sondern es ändert sich zum Beispiel jetzt hier auch der Header-Bereich in dem Fall, ja. Ich möchte jetzt da mal kurz das ausstellen, dass ich sage, da oben, das soll nicht transparent sein und mit einem Slider, weil sonst sehen wir da nicht, was im Menü vorhanden ist. Also ihr findet hier unten dann immer auf jeder Unterseite, findet ihr zum Beispiel Menüanpassungen. Soll es eine Slideshow sein oder nichts? Da sage ich Nein und Default, weil sonst sehen wir da nichts mehr. Gehen auf Aktualisieren. Und wir werden dann gleich sehen, jetzt werden wir das alles wieder schön sehen, weil da ist jetzt kein Transparent Header mehr drinnen, sprich darunter ein, ja genau, jetzt sehen wir hier, ist jetzt alles ganz normal aufgestellt. So, da gibt es jetzt eben die Möglichkeiten, dass ihr sagt, ihr habt hier verschiedene Header, also ihr seht hier rechts ganz klein, ja, seht ihr die Möglichkeit, wie der Header auszusehen hat. Ihr wollt zum Beispiel links einen Header haben. Das ist jetzt hier auch verbunden eben mit Farbeinstellungen. So, das ist mal der Grund jetzt, dass man sagt, okay, man hat jetzt überall diese Farbeinstellungen und aber auch Header-Einstellungen. Aber jetzt kommen wir dazu, ihr könnt euch alles selber anpassen. Also das hier habe ich eigentlich noch nie so wirklich verwendet, sondern ich habe eigentlich, ja, ich habe mir dieses Default-Ding genommen und habe dann angefangen, es umzubauen. Im Unterpunkt Branding, jetzt gleich mal vorweg, wir gehen jetzt einfach hier die Theme Options durch, weil das sind die wichtigsten, ja, und dann erkläre ich euch noch den Aufbau, woher was kommt und dann wisst ihr im Grunde genommen, wie das Theme funktioniert und dann müsst ihr selber schauen, in welche Richtung es geht, ja. Also ihr habt hier mal beim Branding die Möglichkeit, ganz klar euer Logo zu hinterlegen, also sprich, jetzt in diesem Fall ist es jetzt dieses Logo hier, das Ganze natürlich auch für Retina und bei einem transparenten Header, so wie wir es vorher hatten, ja, das ist zum Beispiel jetzt so wie in der, ich rufe die jetzt nochmal auf, in der Main-Demo, ja, habt ihr hier jetzt einen transparenten Header oben. Ja.
So, ihr seht, dass das da oben transparent ist. Da verhält sich natürlich das Ganze anders, als wenn es jetzt so wie bei uns hier ist. Da kann man zum Beispiel schön das Schwarz nehmen. Hier der transparente ist natürlich weiß und ebenfalls so. Wir haben jetzt hier zum Beispiel für die Floating Navigation, also ihr könntet einstellen, dass ihr immer nur ein Logo habt. Ja? Also ihr könntet sagen, das soll er gar nicht zeigen, das Main-Logo oder im Custom-Logo. Das heißt, ihr könnt das für jeden einstellen und ihr habt hier unten dann nochmal natürlich die Padding-Einstellungen, sprich, welche Seitenabstände der hier haben soll, ja, das Ganze. Das nur vorweg. Transparent Header, wie gesagt, jetzt hier in dem Beispiel, Transparent Header, das könnt ihr pro Seite einstellen, habe ich euch vorher schon gezeigt. Wenn man jetzt hier auf Seite bearbeiten geht, könnte man sagen jetzt, ihr findet zuallererst dann natürlich die Möglichkeit des Visual Composers und so weiter. Ihr könnt dann die Seitenleistenoption natürlich dezidiert sagen, deaktiviert. Ich möchte es links, rechts haben. Ihr könnt verschiedene Footer-Widgets erstellen und das Ganze zeigen. Das zeige ich euch dann auch noch. Dann natürlich die Page Margins, sprich, wie wird das Ganze zusammengezogen, muss euch jetzt nicht so interessieren, das wäre nur im... Und hier unten habt ihr dann eben noch Seitenheader-Informationen bzw. Slider-Resolution-Optionen, wobei das jetzt wichtig ist. Ihr könnt zum Beispiel sagen, ich möchte keinen Titel, ich möchte einen Titel, ich möchte einen schönen Titel, ich möchte eine Slideshow. Ja, bei der Slideshow würde das dann eben kommen, dass es normal ist. Ja, das wäre dann so, dass man sagt, ich schaue jetzt mal kurz, ob das jetzt bei einer anderen Demo so ist. Das ist auch transparent, nur dass es wie es One-Page-Website, schauen wir es hier, ob es auch transparent ist. Es ist alles transparent. Also ihr seht, dass es hier alles transparent ist. Aber ihr könntet auch ein normales Menü haben, sprich, dass das Menü oben eine andere Farbe hat und darunter kommt die Revolution Slider. Ja? Oder ihr könnt eine 3D-Slideshow machen, einen Layer-Slider oder einen Fotoscroller und könnt dann aussuchen, welche Slideshow soll es sein. Ja? Das ist alles miteinander verbunden. Aber jetzt mal weg von dem, sonst wird das Ganze auch zu kompliziert. Floating Navigation, das wollte ich euch jetzt eigentlich zeigen. Das war jetzt ein kleiner Fehler, dass ich die... Floating Navigation ist für diejenigen, die das nicht wissen, ist das, wenn ich jetzt runter scroll, seht ihr auf einmal, zack, kommt hier das Menü mit uns mit. Ja? Und ihr seht es jetzt hier in der Floating Navigation, ist jetzt das schwarze Logo. Damit ich euch das besser jetzt zeigen kann, wähle ich jetzt hier die Default-Demo aus, damit ich euch wirklich alles zeigen kann, weil ihr seht es jetzt hier im Branding zum Beispiel, im Transparent Header und in der Floating Navigation ist es jetzt schwarz, ja, so, und jetzt gehen wir da drauf, jetzt sehen wir unsere eigene Webseite, dass ich euch das zeige, und wenn ich jetzt runtergehe, seht ihr, dass es schwarz ist, ja, das heißt, das ist das gleiche Logo wie hier. Wenn ich jetzt sage Don't Show, damit wir das jetzt uns mal verinnerlichen, und ich das Ganze neu lade, werdet ihr sehen, so einfach könnt ihr dann eben für verschiedene Sektionen ein Logo ausblenden oder ein anderes Logo einblenden. So, das Ganze geht auch natürlich für einen Transparent Header, Floating Navigation, so wie wir es gesagt haben, mobil, für die Fußzeile, in dem Fall ist hier jetzt in der Fußzeile unten ein Logo auch noch gesetzt. Das Favicon, das sieht man jetzt hier in der Form nicht, das wäre jetzt aber zum Beispiel... da im Chrome rechts, wo ich es offen habe, sieht man es besser. Das hier ist das Favicon hier oben, ja, das könnt ihr auch anpassen, ist zum Beispiel normalerweise von WordPress immer vorgesehen 512 x 512 groß, ja. Und die Copyright-Informationen, ja, das heißt, hier unten könnt ihr zum Beispiel euer Copyright eingeben. Und dann könnt ihr noch sagen, wollt ihr sehen, wollt ihr dem ganzen Credit geben oder nicht? Sprich, soll da unten das Theme, also das WordPress-Theme gezeigt werden oder nicht? Ja, das ist in dem Fall jetzt hier, wollen wir es nicht, euer Copyright eingeben. Und so geht man dann auch durch. Ja, das heißt, man geht mal das Branding durch. Als nächstes kommt dann das Erscheinungsbild. Das ist das, was mir so gut am Design-Theme gefällt. Sollte es ein Boxed oder ein weites Layout sein, ein breites Layout sein, also Full-Width-Layout sein, in dem Fall ein Full-Width-Layout, schaut einfach besser aus und moderner. Die Hintergrundfarbe könntet ihr dann rein theoretisch anpassen. Wenn ihr jetzt ein Boxed-Layout habt, das jetzt nur bis hierher geht, könntet ihr den Hintergrund anpassen. Ja? Wenn diese Sektionen jetzt nicht nur bis nach hinten durchgehen, finde ich aber grausam, deswegen zeige ich euch das gar nicht. Das heißt, hier findet ihr jetzt auch schon langsam diese Möglichkeiten, alles anzupassen, zum Beispiel schickes Laden, ja. Das ist, wenn ich lade, kommt hier immer davor noch so ein kurzer Loading Screen.
wie ihr das seht, hier, zack. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, ich möchte das in einer Farbe haben, benutzerdefinierte Farbe, oder ich möchte es deaktiviert haben. Zum Beispiel, ich möchte eine benutzerdefinierte Farbe haben, machen wir es mal so, und es soll Bars sein und nicht diese Ringe. Und dann, wenn ihr das neu ladet, werdet ihr sehen, sind die Ringe gekommen, ja. Und das würde dann jetzt auf jeder Unterseite, die laden würde, würde das kommen. Das könnt ihr natürlich einbauen. Und Lightboxes, das ist dann, wenn ihr irgendwo auf ein Bild draufklickt. Ich schaue jetzt mal kurz, ob ich schnell so ein Bild finde. Gehen wir mal auf Home Classic. Ist das da irgendwo? Nein, da kommen wir auf eine neue Seite. Das ist das Portfolio. Also die Lightbox ist das, wenn ein Bild aufgeht und der Hintergrund ein bisschen verschwimmt oder verschwommen wird. Ja. Das ist jetzt mal der Anfang des Erscheinungsbilds. Dann natürlich Typografie, ganz großes Thema, habe ich euch auch schon einmal gesagt. Hier wird es zum Beispiel Basic Font ist Roboto. Da kann man sagen, da nehmen wir jetzt irgendwas ganz Wildes. Was ist da ganz wild? Tahoma. Also es gibt Google Fonts ohne Ende, also ihr könnt euch da raussuchen, was ihr wollt. Nehmen wir mal irgendwas, ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht. Beziehungsweise ihr seht hier unten dann die Vorschau, das seht ihr schon. Wenn wir da jetzt laden, schauen wir uns an, wird sich einiges verändert haben. Das heißt, hier seht ihr schon einmal, wird sich was verändert haben. Und dann müsst ihr natürlich das einstellen für die Header-Überschriften und für alles Mögliche. Ja? Also da könnt ihr echt euch austoben. Auch soll zum Beispiel die normale Font einer primäre Textfarbe, soll die eher schwarz sein oder soll die ein bisschen heller sein, damit man einen Akzent erkennt. Dann habt ihr die Möglichkeit, die Top-Bar bzw. den Top-Header anzupassen. Deswegen habe ich euch vorher gesagt, ihr müsst nicht unbedingt da jetzt den Header anpassen, sondern ihr habt erstens mal hier verschiedene Layouts. Ja? Das heißt, ihr sagt zum Beispiel, ich möchte den Header splitten, ich möchte links meine Angebote haben und rechts möchte ich noch Infos haben und das Logo soll in der Mitte sein. Wir haben jetzt dann so einen Inline-Header mal genommen und haben gesagt, Mikro-Widgets sind vorhanden. Ja? Hier haben wir jetzt zum Beispiel keine Top-Bar aktiviert. Wir haben die Top-Bar ist hier jetzt zum Beispiel nicht ausgefüllt, ja, die ist nicht aktiviert, sondern nicht ausgefüllt. Und wir können jetzt hier zum Beispiel Elemente noch hinzufügen, Top-Bar Left, sprich über dem wäre jetzt hier etwas, ich mache jetzt mal das Social Media Icons, ich mache da eine Adresse und Mail. Einkaufswagen und Suche haben wir ja jetzt hier schon, ja, das ist ja Near Menu. Dann könnt ihr auch noch sagen, soll es deaktiviert sein oder nicht. Jetzt, wenn wir das hier saven, werdet ihr auch gleich sehen, hat sich darüber auch etwas getan. So, da haben wir jetzt die Top-Bar. Die könnt ihr natürlich auch nochmal einstellen, dass ihr sagt, was für ein Padding hat das, das Layout-Setting, die Menüposition, soll das eher, ja, zum Beispiel justified ist, dass es immer im gleichen Abstand ist, egal wie viele dort einfügt. Schaut manchmal komisch aus, manchmal schaut es gut aus. Zum Beispiel, wenn wir jetzt so viele Informationen wie da hätten, schaut es eher besser aus, wenn es wahrscheinlich ein bisschen anders ist. Also sprich hier auf Justified zum Beispiel. Jetzt seht ihr auch, sind die Menüpunkte auseinandergezogen. Kann man auch machen. Genau, die Top-Bar könnt ihr natürlich auch noch einmal definieren und sagen, ich möchte es zum Beispiel Linie auf die Breite des Inhaltes, möchte ich jetzt zum Beispiel nicht haben, dass das da so abgecancelt ausschaut. Das schaut so aus, als wäre es irgendwie schier. Und man kann natürlich, oder man kann zum Beispiel sagen, es soll ein Hintergrund sein und der Hintergrund soll irgendwie so ein Muster sein. Ja, da gibt es so vordefinierte Muster. Oder eine andere Farbe natürlich. Einfach damit sich die Top-Bar von dem Header, von dem eigentlichen Header irgendwie hier absetzt. Ja. Schaut jetzt nicht schön aus, aber es geht darum, dass ich euch verdeutliche, was ihr alles machen könnt. Den Header selber natürlich, da könnt ihr auch alle benutzerdefinierten Farben hinzufügen. Ihr könnt den Background definieren, ihr könnt hier die Hintergrundfarbe ist in dem Fall jetzt natürlich, machen wir das mal rot, damit ich euch das zeige. Ihr könnt hier natürlich auch ein Hintergrundbild nehmen. Ihr könnt einen Shadow einfügen, so wie es jetzt hier ist. Ich bin kein Freund von Shadow, aber nehmen wir jetzt mal eine Linie. Das wird man jetzt stark sehen, weil ich das Ganze ja in Rot geändert habe und eine Linie hinzugefügt habe. So, das heißt, ihr seht jetzt hier eine ganz leichte Linie, wobei ganz auch nicht. Ihr seht jetzt auch hier, dass zum Beispiel das Rot jetzt hier über die hintere Transparenz drüber geht, weil dort haben wir gesagt, transparent mit diesen
mit diesen Linien. Ja, das heißt, so müsst ihr euch langsam hervortasten. Und ich kann euch gleich einen Tipp geben, tastet euch wirklich beim Theme jetzt so von oben nach unten vor und dann tastet ihr euch hier auch von oben nach unten vor, weil dann habt ihr mal den Header-Bereich und wenn ihr den Header-Bereich habt, könnt ihr den Inhaltsbereich nehmen. Ja. So, das Menü selber, da könnt ihr natürlich auch die Schriftform, Subtitle-Font, sprich, wie schaut das hier aus, wie groß ist das hier. Das könnten wir zum Beispiel jetzt machen, Subtitle-Font, das ist jetzt 11, machen wir mal 52, damit ihr seht, was ich meine. So würde ich das immer am Anfang auch machen, wenn ihr mal ausprobiert und nicht wisst, wo das im Theme liegt, ja. Schaut euch einfach an, was sich verändert, ja. In dem Fall habe ich mir zum Beispiel auch vertan. Ich habe mir gedacht, das ist dieser Unterpunkt, Subtitle. Okay, klar, ja. Okay, ich habe jetzt keinen Subtitle hier hinterlegt. Das liegt daran, dass zum Beispiel ihr könnt auch einen Subtitle hinterlegen im Menü. Das findet man unter Designs und Menü. Da könnten wir machen das jetzt mal bei Blog zum Beispiel, bei Blog, dasselbe Menü, Primary Menü hier. So, Primary Menü auswählen. Und hier kann man dann sagen, zum Beispiel beim Blog, wo haben wir den Blog hier? Da kann man auch Mega-Menü zum Beispiel aktivieren. Das wollte ich euch eigentlich später zeigen, aber ist eigentlich rein theoretisch auch möglich. Das heißt, wir sehen jetzt hier, der Blog sieht jetzt hier so aus und das Mega-Menü könnt ihr dann nochmal anders definieren. Ja, nämlich in dem Form, dass ihr da sagt, es soll in 3 oder es soll alles angezeigt werden oder es soll nichts angezeigt werden. Das ist hier sozusagen die Möglichkeit. Ja, ihr könnt auch ein Icon hinterlegen. Da müsst ihr den Icon-Font-Code hinterlegen, zum Beispiel Font Awesome, findet ihr ja Icons einige und hier nehmen wir jetzt das erstbeste Icon, das wir finden, dann sagen wir hier, nehmen wir das hier, ich weiß jetzt nicht in welcher Form, ob es dieser Code ist, der es dann ausmacht oder ob es der andere ist, das werden wir uns gleich anschauen. Der ist es nicht, dann ist es vielleicht das hier. Schauen wir nochmal kurz beim Blog hier. Icon Font. Ich weiß nicht, ob er das Font Awesome nimmt. Ich habe da noch nie mit Icons wirklich gearbeitet. Ja, das ist der richtige Code. Das heißt, wenn ich einen Code einfüge, nehmt den hier. Er checkt das dann habt ihr hier zum Beispiel jetzt ein Icon drinnen. Das sind auch so Möglichkeiten. Ja, wozu ich jetzt eigentlich noch, ich werde jetzt nicht alles mit euch durchgehen, weil das ist, ich sehe gerade, das sprengt wieder alle Möglichkeiten. Wir haben jetzt schon fast 40 Minuten. Genau, ich werde das ein bisschen schneller durchgehen. Das heißt, jetzt zum Beispiel sieht ihr hier, hat er da ein Adressbuch hat er nicht gecheckt. Warum auch immer. Ist auch egal, kümmern wir uns jetzt nicht drum, weil ich euch noch die anderen Möglichkeiten zeigen möchte. Ja, dann Submenü, zum Beispiel Submenü, das ist eigentlich das so 61, da sieht man das dann. Ihr seht jetzt ja, wie groß diese Schrift hier ist. Dann aktualisiert ihr das Ganze. Dann wird das jetzt natürlich katastrophal ausschauen. Aber um es zu verdeutlichen, was es ist, versteht ihr, was ich meine, was ihr alles anpassen könnt. Ja? Mikro-Widgets könnt ihr auch anpassen, welche Schrift, also welche Schriftform hat das Ganze. Da oben, beziehungsweise auch nicht. Floating Header einschalten, ausschalten. Ihr könnt natürlich auch die Effekte, das wollte ich auch noch dazu sagen, beim Menü zum Beispiel die Effekte soll das, hier geht es ja von links nach rechts, ihr könnt hier zum Beispiel auch sagen, vom Center zum Beispiel, nehmen wir das mal, ja. So, jetzt, wenn ihr darauf achtet, ist der Effekt eben aus der Mitte heraus, ja. Also da schaut es irrsinnig unruhig aus. Mobilen Header könnt ihr auch anpassen, das sind noch so Kleinigkeiten. Ich werde jetzt die Skins nochmal, ich werde jetzt nochmal Standardherstellungen wieder herstellen, damit das jetzt nicht so unrund aussieht, das Ganze. Jetzt haben wir natürlich das Erscheinungsbild haben wir schon verändert. Das heißt, hier werden wir die Standardeinstellungen auch wieder einstellen. Und die Typografie bzw. den Header kann man hier auch nochmal, man kann das alles wieder resetten, ja, pro. So, jetzt schauen wir uns nochmal kurz an, ob da jetzt noch irgendwelche Einstellungen übrig sind, die nicht passen. Ja, so, genau, jetzt kommen wir zu den Seitentiteln.
Das ist, glaube ich, selbsterklärlich, soll der Seitentitel sein. Wenn ihr zum Beispiel jetzt auf eine Unterseite geht, zum Beispiel wenn ihr jetzt am Portfolio seid, ich hoffe, da ist es ein Seitentitel. Das hier zum Beispiel, so habe ich das in meinem Kurs hinterlegt, ist centered. Ja, wie groß soll das Ganze sein? Ihr könnt auch hier zum Beispiel sagen, wie groß ist der Titelbereich, das soll nur 50 Pixel sein. Ja, das heißt, ihr könnt das alles genau einstellen und könnt dann hier dann sagen, ihr werdet es jetzt gleich sehen, diese Sektion wird noch zusammengezogen, ja, damit das einfach ein bisschen schöner aussieht. Dann natürlich die Breadcrumbs, den Titel, wie groß ist der Titel zum Beispiel. Mir ist der Titel jetzt einfach zu groß, ich möchte es nur in 20 haben. Option speichern, weil das sieht man zu stark. Dann ist das kleiner und so könnt ihr euch da durch das ganze Theme durcharbeiten. Da gibt es eigentlich fast kaum etwas, was übrig bleibt. Es gibt wenige Sachen, die übrig bleiben vielleicht, dass ihr mir per CSS hinzufügen müsst, aber das ist nicht so schlimm. Die Seitenleiste natürlich auch. Da könnt ihr auch sagen, wie sind die Widgets. Schauen wir mal kurz. Block. Wo ist eine Seitenleiste? Normalerweise ist im Block eine Seitenleiste. Schauen wir mal, Block Grid Classic. Da eine Seitenleiste ist. Die könnt ihr natürlich auch anpassen. Das ist nicht so wie bei anderen Themes, dass die klassisch bleibt, dass da nichts drinnen ist oder so, sondern da haben wir jetzt keine drinnen. Aber dann zeige ich euch das gleich, da könnt ihr einfach auf Seite bearbeiten gehen, zum Beispiel Block Grid Classic und sagt, ich möchte hier eine rechte Seitenleiste haben. So, da haben wir jetzt Default Sidebar ausgewählt, da könnt ihr wieder hunderte Sidebars definieren und im Widgets-Bereich, also sprich hier unter Designs und Widgets, da seht ihr jetzt das hier ist zum Beispiel ganz clean, jetzt hier gehalten. Da könnt ihr aber zum Beispiel auch sagen, ich möchte einen Background mit Hold Sidebar. Wir wählen das jetzt mal einfach aus, ohne hier einen Background zu definieren. Und dann seht ihr, hier ist ein Background dann hinterlegt. Ja, das ist jetzt hier in dem Fall diese Farbe, aber ihr könntet auch sagen, hey, ich möchte, dass das ganz genau gesehen wird. Deswegen mache ich es rot, weil in meiner Sidebar liegen die wichtigen Informationen. Das heißt, solche Dinge könnt ihr auch anpassen. Fußzeile, Fußbalken, natürlich auch ein wichtiges Thema. Zum Beispiel ist es mit einem Hintergrund. Ja, ihr könnt hier aber auch einschreiben, Linie auf ganzer Breite, Linie nur auf Breite des Inhalts, so wie oben das auch schon war. Ihr könnt auch ein Layout definieren, sprich, wenn euch das nicht ausreicht, hier mit 3 Sektionen, also ihr habt diese 1, 2 und 3, könnt ihr hier natürlich auch zum Beispiel sagen 1, 4 plus 1, 4. So, dann habt ihr ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel, ein Viertel. Und dann werden wir sehen, haben wir dann hier gleich die Möglichkeit, 4 Footer-Sektionen oder 4 Footer-Sektionen einzurichten. Habt ihr jetzt 1, 2, 3, 4. Ja? Könnt ihr auch natürlich nur auf 1 definieren und dort eure Informationen reinschreiben. Ist möglich. Auch die Fußzeile unten, sprich das hier, ja, Typografie und das da unten könnt ihr anpassen. Da könnt ihr zum Beispiel sagen, die Fußzeile ist überhaupt deaktiviert. Ja, ist auch ganz lustig, könnt ihr auch machen. Dann habt ihr da unten halt überhaupt nichts mehr stehen, wenn ihr sagt, euch reichen diese Informationen hier unten. Es soll nur ein Impressum da noch drinnen sein und so weiter, aber das Footerbereich unten brauchen wir nicht, könnt ihr die auch aktivieren. So, dann kommen wir auch schon zu den Buttons. Buttons könnt ihr anpassen, also das hier ist sozusagen alles wirklich, wie funktioniert was und ja, jetzt ist zum Beispiel ein Flat Design ausgewählt für Buttons. Schauen wir mal kurz, wo wir hier Buttons haben. Schauen wir mal, bei About Us haben wir wahrscheinlich Buttons. Oder auch nicht. Wo haben wir einen Button? Schauen wir mal bei Business, vielleicht haben wir da einen Button. Ja, hier haben wir zum Beispiel jetzt die Buttons. Also das ist jetzt ein Button von vielen, ihr könnt auch Button hinzufügen. Da könnte man jetzt sagen, zum Beispiel so ein 3D-Button sein. Warum auch immer, manche finden es schön, manche finden es schier, ich weiß es nicht. Aktualisieren. Und jetzt habt ihr einen 3D-Button. Ja? Das heißt, das zieht sich dann auch immer, diese Einstellungen hier ziehen sich auch über die komplette Webseite. Das ist jetzt dann nichts für eine Unterseite oder so. Die Unterseite müsst ihr dann für euch nochmal selber definieren, solltet ihr da was anderes wollten. Kleine Schaltflächen, mittlere Schaltflächen, große Schaltflächen, das ist eben deswegen, weil wenn ihr das Ganze bearbeitet zum Beispiel und wir jetzt hier einmal auf die Schnelle zum Beispiel jetzt hier einen Button hinzufügen,
ja, habt ihr hier natürlich eine kleine, mittlere und Mini, Small, Normal und Large. Ja, und das habt ihr natürlich hier hinten auch, nämlich klein, mittel und groß zumindest. Ja, Mini nicht, aber klein, mittel, groß, damit ihr da auch vielleicht verschiedene unterschiedliche Buttons habt. Genau, dann haben wir Contact Forms, das sind sozusagen die Kontaktformulare. Ja, das ist Contact Form Appearance ist, ja, das ist, wenn ihr das hausinterne Contact Form nehmt, weil wenn ihr jetzt hier eingibt Contact bzw. Kontaktformular, ja, das wäre jetzt sozusagen das interne Kontaktformular, das ihr hier auch definieren und anpassen könnt, ist aber nicht das Contact Form 7, das wir auch installiert haben, das wir hier unter Formulare hier findet. Ja, weil wenn wir hier, also hier nämlich eingeben Contact Form 7, seht ihr das, also das unter Formulare hier ist Contact Form 7, das könnt ihr natürlich auch einfügen. Ja? Das hat aber dann zum Beispiel nichts mit dem Contact Form hier zu tun. Post Types, wichtige Sache, wie werden die dargestellt oder auch nicht dargestellt, Blog, Portfolio und Galerie. Da habt ihr natürlich so Sachen wie, soll ein Datum eingeblendet werden, soll die Kategorie eingeblendet werden, soll der Autor überhaupt aufscheinen, soll der Autor nicht aufscheinen, wie soll die Schaltflächen ausschauen, die weitergehen, sollen eben Metainformationen drin sein, sprich unter dem Blogpost sollen dort zum Beispiel wie hier, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir gehen jetzt mal hier auf Blog Classic, völlig egal, schauen wir, ob das dort auch angezeigt wird. Da wird es jetzt eh nicht angezeigt, die Metainformationen. Es gibt halt einige, da stehen, dann würde darunter noch stehen, Autor Nikolaus Kolber, Datum so und so, in der Kategorie so und so, mit so vielen Kommentaren und den Tags. Ja, das könnt ihr aber alles ausschalten, wenn ihr das nicht wollt. Auch eben ist interessant, Related Posts, ja, weil wir sind da jetzt beim Blogbeitrag. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auf diesen Blogbeitrag gebt, könnt ihr einstellen, dass unterhalb, so wie hier, jetzt dann Related Posts eingestellt sind. Ja? Genauso seht ihr jetzt hier Share der Artikel und da gibt es halt so ein paar Dinge, die ihr einstellen könnt. Auch zu die nächste Schaltfläche könnt ihr da einschalten oder nicht, ähnliche Beiträge deaktivieren. Ihr seht es gleich, wenn wir das jetzt deaktivieren und hier auf Renew gehen, ist das auf einmal weg. Ja? Und da zum Beispiel Autrag im Post, ich möchte die Autorinfo im Post nicht haben, das wäre jetzt in dem Fall das hier, aktualisieren und ist für alle eure Beiträge aktualisiert. Ja? Also so müsst ihr denken, es ist das große Ganze, das sozusagen zählt. Die Einstellungen hier und dann im Besonderen da drinnen. Das sind jetzt die Post-Types, die ihr habt, Blog, Portfolio, Galerie. Sollte das nicht bei euch vorhanden sein, warum auch immer, könnt ihr in My the 7, ja, könnt ihr hier das auch einstellen. Zum Beispiel, ich möchte Partner und Klienten haben oder Benefits. Ja. Wir machen jetzt einen Test, zum Beispiel, ihr braucht das Team nicht und die Testimonials hier auch nicht. Dann nehmt ihr die hier weg, sagt Save und damit ist dieser Custom Post Type dort weg. Ja. Falls einige von euch das nicht wissen, was ein Custom Post Type ist, ja, lest das bitte nach. Das ist nämlich eine ganz wichtige Sache bei WordPress. Denn ihr habt zum Beispiel, wir werden das jetzt mal hier alles einblenden. Ja. Um es euch jetzt zu verdeutlichen, ja, wie so ein Custom Post Type ausschaut, ist vor allem die Linkstruktur. Zum Beispiel Portfolio Slug. Portfolio ist bei uns zum Beispiel, wenn wir hier reingehen, sind jetzt, nehmen wir an, Referenzen. Ja, zum Beispiel, ich habe hier eine mobile App gemacht, das ist jetzt eine Referenz. Und ihr seht es hier, es hinterlegt Portfolio Slug Projekt. Projekt. So, das heißt, so wird das auch aufgerufen. Das heißt, im Normalfall würde ich jetzt machen, zum Beispiel, ich sage, ich möchte aus meinen Portfolio möchte ich Referenzen machen, dann nehme ich da Referenz, ja, und nicht DT-Team, sondern es ist dann Team, ja, und es ist nicht Gallery, sondern es ist dann vielleicht Galerie, ja. Damit ändert sich das Ganze auch. Nämlich, ihr seht es jetzt hier, das ist jetzt ein Project 7 Mobile App. Ich aktualisiere das Ganze. In dem Fall hat es jetzt noch nicht funktioniert.
Habe ich das jetzt da aktualisiert? Ja, ich glaube. So, ich gehe jetzt nochmal kurz auf Home. Portfolio. Dass ihr halt nur versteht, das sind so die Grundsachen, wo etwas drinnen liegt, so 7 Mobile App. Jetzt habt ihr es. Referenz, 7 Mobile App. Sozusagen ein Custom Post Type ist sozusagen nochmal eine Unter-URL, also nicht eine Unter-URL direkt, aber es ist nochmal abseits des Webseiteninhalts. Das ist so wie ein Blogbeitrag, könnt ihr euch das vorstellen. Ein Blogbeitrag hat es zwar nicht diesen Satz hier davor, aber, also beziehungsweise diesen URL-Unterpunkt davor, aber der Blog verhält sich genauso. Ja. Warum ist das so bei einem Custom Post Type? Vor allem jetzt hier bei der 7 Theme. Das ist im Besonderen, weil ihr zum Beispiel, und das ist jetzt das Schöne daran, ich muss jetzt mal kurz eine neue Seite erstellen, damit ich euch das wirklich clean zeige. Wir erstellen uns jetzt eine Seite. Wir haben jetzt hier unsere Custom Post Types. Wir nehmen jetzt hier eine Testseite. Sagen hier, wir wollen den Backend-Editor nehmen und sagen jetzt hier Element. So, jetzt kommen wir da auch schon zu den Möglichkeiten, die ihr hier habt, es aufzubauen. Ihr habt da zigtausend Möglichkeiten. Ja. Das eine ist, um das vielleicht zu verdeutlichen, das ist jetzt nur Social Media, Struktur, WordPress-Widgets. Das ist Stream Theme, das heißt, das ist das 7 Theme, was ihr alles als Möglichkeit gegeben bekommt. Das wäre jetzt noch WooCommerce im Besonderen. Hier habt ihr einen Content, zum Beispiel wie Go Pricing, dass ihr sozusagen eine Pricing Table hinzufügen könnt. Hier habt ihr die Ultimate Add-ons für den Visual Composer noch. Da sind nochmal extra Funktionen dabei und Deprecated nicht mehr nutzen, weil das, wie gesagt, das sind Dinge, die bald wegfallen. Ja. Was wir jetzt hier aber für eine Möglichkeit haben, ist nämlich zum Beispiel, wir können von Dream Theme sagen, ich sehe das hier jetzt schon, ich möchte, das Gelbe hier ist jetzt zum Beispiel das Portfolio, ihr seht es hier auch mit dem Symbol und ihr könnt jetzt sozusagen aus diesem Custom Post Types hier heraus, könnt ihr diese Sachen rausziehen, das heißt, wir haben jetzt, um das euch zu verdeutlichen, wir haben jetzt hier das erste Portfolio, das heißt, wir nehmen einen Portfolio Scroller. Dort könnt ihr dann die Einstellungen treffen, wie das Ganze ausschaut. Es soll in dem Ganzen, im Portfolio gibt es natürlich auch noch Kategorien, die wir dann hier definieren können. Es soll jetzt nur Corporate Identity sein oder es soll jetzt nur... Das Ganze kann natürlich auch noch ein Aussehen definieren, Projektdaten, ob es das Datum zeigen soll, den Autor und so weiter. Aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Damit haben wir jetzt zum Beispiel unsere Referenzen auf dieser Seite gezeigt. Ja? Dann möchte ich aber trotzdem auch noch... die Testimonials, nämlich was haben meine Kunden zum Beispiel über meine Produkte gesagt. Dann kann ich hierher gehen oder ihr könnt auch einfach auf alle gehen und sagen Testimonial. Ja? Das heißt, ich erstelle jetzt ein Testimonial-Karussell. Ich weiß jetzt nicht, ob da was drinnen ist, aber rein theoretisch würde das dann anzeigen. Jetzt sage ich dann noch, ich möchte aber auch mein Team darstellen. Gebe ich Team ein und das Team wird mir angezeigt. Wie gesagt, da könnt ihr jetzt noch einmal, das ist jetzt mal, ich weiß jetzt nicht, ich schaue jetzt nochmal in Teams. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel Jeff Brown und so weiter. Ich öffne das jetzt alles. Testimonial schaue ich, es sollten eigentlich auch welche drinnen sein, wunderbar. Und dann haben wir noch zum Beispiel Partner und Clients und Benefits. So, ich möchte das nur veranschaulichen, weil das ein geniales Prinzip ist, wie man eine Webseite aufbaut oder managen kann. Ich gebe jetzt nochmal ein Partners. So, Clients heißt das Ganze. Könnt ihr ja auch auswählen, das sind unsere Klienten. Dann haben wir noch Benefits. Wo sind Benefits? Ich schaue jetzt kurz mal. Clients, Leistungen. Also das sind Benefits, sind glaube ich die Leistungen. So, und wenn wir jetzt hier auf die Vorschau gehen, ich sehe das, ich habe jetzt ja nur einen Baustein hinzugefügt und nicht wirklich etwas ausgewählt oder eingefüllt. Aber wir haben jetzt hier unser Portfolio. Das finden wir hier zum Beispiel in der Form. Wir haben das Portfolio und ihr seht hier, dass jetzt, ich glaube, Corporate Identity haben wir ausgewählt. Ja? Creative Notebook, Mac Branding
Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, sehen wir Marktbranding und das Produkt. Ja? Das heißt, wir haben uns sozusagen aus unserem Portfolio heraus oder aus unseren Referenzen heraus das rausgenommen. Genauso wie das Team. Ja? Wenn man hier jetzt auf das Team geht, sieht man, sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teammitglieder in keine Kategorie eingeteilt. Hättet ihr eine größere Firma, könnt ihr zum Beispiel sagen Marketingabteilung, Salesabteilung, Chef, Nicht-Chef, Putzkraft und so weiter und so fort. Also das könnt ihr dann dort auswählen und das Ganze wird dann hier eben rausgeschmissen als das. So, jetzt haben wir leider Testimonials, haben wir hier nicht richtig definiert. Schauen wir nochmal kurz, da müssen wir wahrscheinlich Testimonials-Karussell From Buyers Luck, okay, da haben wir vergessen, was auszuwählen. Clients genauso. Schauen wir mal kurz, Animation. Ich weiß jetzt nicht, ob in den Clients, okay, in den Clients ist nichts drinnen und in den Benefits auch nichts, auch nicht. Das wäre jetzt zum Beispiel Benefits, Leistungen könntet ihr jetzt auch abrufen in verschiedener Form. Also könnt ihr sozusagen, hier könnt ihr eure Leistungen eintragen. Also ich sage jetzt einmal Webdesign, Marketing, Beratung und so weiter und könnt ihr das dann eben in der einfachen Form abrufen. Genauso wie den Klienten. Wenn ihr zum Beispiel gewisse Klienten habt oder Partner oder also Partner zum Beispiel, könnt ihr euch das so vorstellen. So wie bei mir. Man geht jetzt bei mir auf die Referenzen, also nicht im Besonderen auf die Referenzen, sondern eigentlich bei mir jetzt auf Partner und hier habe ich lauter Logos hinterlegt, ja, und diese Logos sind sozusagen meine Partner und diese Partner würde ich jetzt hier alle, Add New Logo, würde ich mit einem Logo hinterlegen und mit einem Titel und könnte dann sagen, zeige mir hier die Logos so an, ja, also so funktioniert das. Das ist jetzt auch das 7-Theme im Speziellen, wie das funktioniert, eben mit dieser Möglichkeit. Nicht zu vergessen, ihr könnt natürlich auch die Seite mit einem Frontend-Editor anpassen. Ich weiß nicht, einige mögen das mehr bei Visual Composer, ist jetzt aber keine 7-Theme-Sache, aber ihr könnt natürlich auch hier sagen, es ist ein Portfolio-Slider und also das könnt ihr alles anpassen. Ja, ich gehe jetzt auch nicht zum Beispiel auf die ganzen Möglichkeiten hier von der Dream Theme ein, weil das hier alles Sachen sind, die gut sind. Damit könnt ihr eigentlich fast alles umsetzen, was ihr möchtet. Und wenn ihr es nicht umsetzen könnt, könnt ihr es dazu coden. Somit ist eine gute Basis. So viel dazu. Das heißt, hier Custom Post-its könnt ihr unter MyThe7 könnt ihr rein theoretisch mal alles anpassen. Dann schaut immer, dass es natürlich aktuell ist. Da seht ihr auch, ob jetzt irgendwelche Fehler aufkommen oder nicht. Darauf möchte ich jetzt auch nicht eingehen. Wir waren bei den Theme Options. So, bei den Post-Types im Speziellen, wie gesagt, Portfolio, Blog, Gallery, haben wir jetzt, das kann man anpassen, Klienten und Team und so weiter nicht, ist aber nicht so schwierig, weil das ist, wie gesagt, das kann man dann direkt in der Seite machen. WooCommerce kann man, wenn man es installiert hat, eben auch anpassen. Wie soll zum Beispiel die Textposition sein und so weiter. Das heißt, es ist auch sehr anpassbar. Wie soll die Produktpage ausschauen? Im Sinne von wie viele also zum Beispiel wie viele Related Products sollen angezeigt werden. Card und Checkout, wie groß soll das sein und so weiter. Könnt ihr auch anpassen. Auch wenn nicht jetzt ganz viel, aber ihr könnt es anpassen. Archive, auch ein Thema. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Das könntet ihr hier auch einstellen und natürlich auch die Search Page. Image Styling und Hovers, das ist auch eine Sache, die cool ist. Ihr könnt zum Beispiel so Hover-Effekte einstellen, dass ihr sagt, wenn ihr über ein Bild drüber geht, soll das zum Beispiel vom Gräulichen ins Farbliche gehen oder vom Farblichen ins Gräuliche, damit man hier halt irgendwie einen Unterschied sieht. Ich schaue jetzt mal kurz, so wie jetzt hier circa, das ist jetzt zwar was anderes, aber könnte man auch einstellen. Share-Buttons könnt ihr aktivieren oder nicht. Ja, das ist das eben zum Beispiel, wenn ihr jetzt so wie vor auf dem Blog wart, und jetzt hier, wenn wir den Blog aufrufen und jetzt hier auf einen Unterpunkt wieder gehen, hatten wir ja, wie wir uns erinnern konnten, da unten Share-Buttons. Das ist Share der Artikel. Das ist einmal jetzt in den Blog-Einträgen. Ja, das sind wieder zwei verschiedene Sachen, wie gesagt, wie die Post-Types sind. Einmal bei den Blogbeiträgen, sprich Blog sind wir jetzt. Ihr könnt es aber auch beim Portfolio machen, ja, Portfolio-Projekten. Also bei den Projekten und auch bei Fotos. Ja.
WhatsApp könnt ihr hier auch nochmal hinzunehmen. Also das sind die Möglichkeiten, die ihr habt, diese 2, 4, 6. Wir werden das jetzt mal hier machen. Wir werden jetzt hier mal bei den Blogbeiträgen Test Sharing, nur damit ihr seht, wo das ist, kann man das jetzt einstellen und man kann es auch komplett deaktivieren, wenn es jemand nicht möchte, aber ich glaube, bei einem Blog möchte man, dass es geteilt wird oder bei einem Blogbeitrag kann man aktualisieren und ihr seht hier Test Sharing und habt jetzt 1, 2, 3, 4, 5. WhatsApp ist jetzt nicht dazu gekommen, aber ist auch okay. Aber ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr das zum Beispiel jetzt nicht wollt, wenn ihr sagt, Google Plus ist nicht notwendig, LinkedIn ist nicht notwendig, WhatsApp ist nicht notwendig, es ist eigentlich nur Facebook und Twitter notwendig, dann zieht ihr das dann nach drüben, dann ist das inaktiv, könnt ihr hier aktualisieren und dann habt ihr nur die 2 Möglichkeiten. Ja? Das heißt, ihr könnt es gezielt auf das machen, auf dem ihr es teilen wollt, auch wirklich. Widget Areas. Das ist jetzt sozusagen auch hier unten bei Designs, also beziehungsweise das sind jetzt schon so viele Punkte, Design, Widgets. Hier findet ihr diese ganzen Widget Areas. Ja? Könntet ihr alle löschen, aber ihr könnt halt für verschiedene etwas definieren. Warum verschiedene Widget Areas? Zum Beispiel, ihr habt halt Default Sidebar, das wird halt dann überall angezeigt, wo ihr es nicht definiert habt. Und ihr habt zum Beispiel Default Widget Area. Wenn jetzt aber zum Beispiel, ihr habt jetzt immer diese 3 Widgets hier, aber ihr wollt auf einer spezifischen Unterseite, ich sage jetzt auf Galerie zum Beispiel, wollt ihr da unten nur was anderes drinnen haben, ja, dann könnt ihr zum Beispiel auf der einen Seite sagen, ich möchte jetzt genau auf dieser Seite, möchte ich jetzt nicht das hier unten haben, sondern möchte andere Widgets drinnen haben. Dann habt ihr hier zum Beispiel vordefiniert Widget Area 2 oder wie auch immer und dann könnt ihr hier auf zum Beispiel der Fußzeile, könnt ihr hier was anderes anzeigen lassen. Wie ihr hier seht, wir haben jetzt hier Default Footer und das gleicht sich hier mit Default Footer. Ja, und da habt ihr noch die ganzen anderen Shortcodes und so weiter, dass ihr hier auch findet. Zack, 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 zack. So, und das geht natürlich bei der Sidebar auch. Wenn ihr sagt, es soll bei den Blogbeiträgen sollen gewisse Sachen ausgeblendet werden oder eingeblendet werden und beim Shop soll die Sidebar sein, zum Beispiel, das ist jetzt der Fall hier. Bei WooCommerce, beim Shop soll dieses WooCommerce sein, bei einem einzelnen Produkt Sidebar soll das hier sein, beim WooCommerce Footer soll das sein und beim Blog soll aber trotzdem die Default Sidebar sein und im Footer soll der Default Footer sein und im anderen Sachen sollte noch was anderes sein. Dafür ist das eigentlich da, ja. Wenn man mir jetzt da folgen hat können. Und ihr habt hier natürlich auch dieses DT, Dream Team, Testimonials List und so weiter. Das sind sozusagen die Widgets, die direkt vom Theme kommen. Könnt ihr dann natürlich einfügen oder andere Plugins noch installieren, die da mit reinkommen. Ja. Dann haben wir da jetzt, glaube ich, auch schon alles drinnen. Export, Import. Da könntet ihr eure Optionen exportieren und in eine andere Webseite importieren. Und auf erweitert habt ihr noch benutzerdefiniertes CSS, benutzerdefiniertes JavaScript. Zum Beispiel ein Google Analytics Code ist ein Skript, könnt ihr dort einfügen. Ihr könnt hier noch ein paar Einstellungen treffen. Das ist aber auch schon für fortgeschrittene Personen. Und das waren die ganzen Optionen. Wir haben jetzt schon über eine Stunde das Video gemacht, aber ich weiß gar nicht, wie ich da am besten anfangen soll oder wie ich da am besten aufhören soll. Jetzt zeige ich euch noch kurz, was eben mitgeliefert wurde, nämlich einmal der Visual Composer. Ja, den zeige ich euch jetzt nicht, da verlinke ich euch nur das Video dazu, weil da habe ich schon ein Video dazu gemacht. Go Pricing ist jetzt eben noch ein Plugin, das dazugekommen ist. Ihr seht es jetzt hier schon, da könnt ihr solche schönen Pricing Tables machen oder Angebotstabellen, besser gesagt, ja, weil ihr könntet hier auch eine importieren, die zum Beispiel die ihr von woanders habt oder Create. Wenn ihr auf Create geht, glaube ich, könntet ihr auch, kann man da ein Template hinzufügen? Also wenn nicht, dann könnt ihr auf Go Pricing das 7 Template. Könnt ihr dort hingehen, schauen wir mal kurz, Go Pricing. Ja, hier auf All Samples, Go Pricing. Findet ihr hier zum Beispiel Samples, die ihr, glaube ich, runterladen könnt. Also zum Beispiel, ihr wollt jetzt das haben, Download-Sample, dann müsst ihr das verifizieren, dass ihr das auch gekauft habt, beziehungsweise, dass ihr das irgendwie habt.
Und da könntet ihr eben so etwas runterladen, ja, dass ihr sagt, ich möchte jetzt diese Tabelle haben, dann geht ihr da drauf, loggt euch noch ein, dass ihr wisst, okay, es wurde gekauft, könnt das runterladen, könnt es importieren und habt dann diese Pricing Table. Ja, dafür ist es da, beziehungsweise diese Preisliste oder Preisauflösung. Layer Slider WP ist einfach nur ein anderes Slider Add-on, da habt ihr aber auch The 7 Slider Revolution. Ultimate Add-ons habe ich schon gezeigt. Recent Tweets, ja, ist so eine Sache, ich zeige das mal kurz. Recent Tweets ist zum Beispiel, wenn ihr halt irgendwo die letzten Tweets anzeigen lassen wollt. Ich verwende das nie, weil ich Twitter auch sehr wenig verwende. Und Convert Plug ist eben noch das letzte, was ich euch gesagt habe. Zum Beispiel, ihr wollt eine E-Mail-Liste haben oder sonst irgendetwas, dann könnt ihr da so Pop-ups machen, das ist schon alles drinnen. Oder ein Video, da könnt ihr wirklich alles machen. Also das ist auch nochmal drinnen, ist aber für diejenigen, die sich um Online-Marketing kümmern, ist keine schlechte Idee. Ja, vor allem einfach, weil es kostenlos dabei ist. Ihr könnt zum Beispiel hier auch eine Live-Preview starten und seht dann, in dem Fall funktioniert das dann nicht, aber ihr seht, wie das ausschaut. Ihr könnt es dann zum Beispiel sagen, Free E-Book, use this, könnt das anpassen, dann könnt ihr genau sagen, auf der Homepage soll das anzeigen, auf den Unterseiten soll das anzeigen und so weiter. Ja, also das ist eine Möglichkeit, da gibt es viele Sachen, das kann ich euch jetzt gar nicht alles zeigen. Ja, und das ist im Grunde genommen so ein Einführungstutorial von der 7 Theme. Es ist extrem schwierig, am Anfang sich zurechtzufinden, glaube ich. Ich hatte da jetzt nicht so die Probleme, weil ich einfach schon so viele Seiten aufgebaut habe, dass die meisten Themes eigentlich irgendwie gleich sind und man sich irgendwie zurechtfindet. Ich hoffe, euch hat das Ganze jetzt geholfen. Solltet ihr jetzt sagen, Nikolaus, sorry, aber völliger Schwachsinn, das hat mich überhaupt nicht weitergebracht. Schreibt mir dezidiert die Fragen unten rein. Dann werde ich einfach noch weitere Videos darüber machen. Ja? Oder noch schöner finde ich das immer, wenn ihr in meine Facebook-Gruppe kommt oder unter diesem Video kommentiert, hey Nikolaus, wo finde ich zum Beispiel die Einstellung XYZ? Ja, und dann antworte ich euch drauf und dann wird das so eine Sammlung an Fragen und Antworten, die jeder von euch nutzen kann. Ja? Das wollte ich auch schon mal seit längerem sagen. Bitte schreibt mir nicht immer persönlich, im Sinne dessen, dass ihr mir eine Privatnachricht schreibt und ich antworte euch da die ganze Zeit Sachen. Das ist etwas, was eigentlich kostenpflichtig ist bei mir. Klingt jetzt zwar überheblich, aber ist so. Sondern das, was kostenlos ist, ist für mich, dass alle was davon haben. Das heißt, wenn ihr eine Frage habt und ihr kommentiert unter dem Video oder ihr kommentiert sonst irgendwo, beantwortet die Frage für alle. Weil dann haben nicht nur ich und derjenige, der mich fragt, etwas davon, also beziehungsweise nur derjenige, der was fragt, etwas davon, sondern die ganze Community. Das ist mir nur wichtig. Das heißt, Antworten einfach unter dem Video reinschreiben, dann passt das. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist jetzt fast eine Stunde, das Video. Ein großes Tutorial. Ich habe euch jetzt mal alle Einträge gezeigt. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Bleibt motiviert, wenn ihr Fragen habt, unten reinschreiben. Nicht zu vergessen, abonnieren, wenn ihr weitere solche Videos haben wollt und Tutorials. Auch die Glocke aktivieren. Und bleibt motiviert. Wir sehen uns im nächsten Video. I don't think there's more that we can do. How come you think that I still owe you?